An frühen Frühlingsmorgen hängt Nebel über den Yoho Mountains, wo sich Kiefernwälder mit moosbedeckten Felsen verflechten. Das Sonnenlicht des frühen Morgens fällt durch das Laub und auf die kurvenreiche Straße, die sich durch das kühle Tal von British Columbia schlängelt. In einer Felsspalte in der Nähe der Straße leben eine Mutter und ihr Junges, versteckt vor menschlichen Siedlungen. Die Luchsmutter bringt ihren Jungen bei, wie sie sich an Beute heranpirschen, das Gleichgewicht halten und auf jede noch so kleine Bewegung im Wald um sie herum achten. Der Luchs ist erst wenige Monate alt, hat einen verspielten Charakter und erkundet oft gerne neue Dinge, die er noch nicht ganz versteht. An diesem Nachmittag verließen Mutter und Sohn den Wald und folgten dem rutschigen, moosbewachsenen Hang in der Nähe der Asphaltstraße. Am Fuße des Abhangs befindet sich eine kleine Müllhalde, auf der die Leute ein paar Seilrollen, Plastiktüten und alte Fischernetze zurückgelassen haben. Die Luchsmutter blieb stehen, um eine Gruppe Hasen in der Nähe zu beobachten, während sich das neugierige Luchsjunge dem Haufen zerrissener Netze näherte. Es spielte mit seinen Füßen, bis dann an dem rauen Seil und zog mit einem knirschenden Geräusch daran, weil es dachte, es sei ein lustiges Spiel. Ein Netz sprang hoch und wickelte sich um sein Bein, woraufhin es in instinktiver Panik zurückwich. Doch je mehr es sich wehrte, desto enger zog sich das Netz um seinen kleinen Körper zusammen, was es verzweifelt nach Luft schnappen ließ. Das Luchsjunge stieß einen kleinen, heiseren Schrei aus, der über die nebligen Berghänge hallte. Die Luchsmutter drehte sich sofort um, ihre Augen blitzten vor Angst, und stürmte vorwärts, wobei sie mit Zähnen und Krallen am Netz zerrte. Das alte Netz riss nicht, sondern verdrehte sich nur noch mehr, was den Luchs vor Schmerzen aufschreien ließ und ihn allmählich erschöpfte. Der starke Bergwind trug den Geruch feuchter Kiefern mit sich, vermischt mit dem fernen Geräusch von Fahrzeugen, das von der Straße unterhalb des Tals widerhallte. Die Luchsmutter zog mit aller Kraft am Netz, aber das alte Seil war fest in den Boden und die Felsen eingewebt und ließ sich nicht lösen. Das Luchskätzchen schnappte nach Luft, seine Augen waren halb geschlossen, sein Atem war schwach, als würde es in dem Wirrwarr aus Schnüren gleich ohnmächtig werden. Die Luchsmutter brüllte leise, das Brüllen hallte über den Berghang und prallte wie eine verzweifelte Bitte von den Klippen ab. Ein paar Autos fuhren mit blinkenden Scheinwerfern vorbei, aber niemand blieb stehen, um genauer hinzusehen. Für den Menschen sind Luchse Raubtiere und nur wenige wagen sich in die Wildnis. Die Luchsmutter stand mitten auf der Straße und verfolgte verzweifelt jedes vorbeifahrende Auto mit ihren Augen. Es stieß ein leises Stöhnen aus, das sich mit dem Pfeifen des Windes vermischte und wie ein im All verklingender Hilferuf klang. Die Sonne war hinter den Bergen untergegangen, ihr goldenes Licht spiegelte sich auf der dunklen Straße und schuf eine ruhige, traurige Szene. Das Luchsjunge kauerte sich zusammen, seine kleinen Beine zitterten und brach in dem schweren, zerrissenen Netz zusammen. Die Luchsmutter senkte den Kopf und leckte das Gesicht ihres Babys, um ihre verbleibende Wärme an das kleine Geschöpf weiterzugeben. Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifuhr, hob es den Kopf, um nachzusehen, seine Ohren zitterten vor Hoffnung, dann ließ es sich enttäuscht wieder fallen. Der Wind wehte kalt vom Yoho Peak herab und ließ jeden Atemzug der Luchsmutter mit Verzweiflung verschmelzen. In diesem Moment bremste ein silberner Pickup ab und hielt am Rand der kurvenreichen Straße zwischen den Hügeln. Die Autotür öffnete sich, ein Mann in einem orangefarbenen Hemd stieg aus, sein Blick war entschlossen und seine Stimme ruhig. Es war Ethan Boker, ein langjähriger Ranger des Yoho Conservation Area, der auf Patrouille durch die Westhänge ging. Er erkannte sofort den gefangenen Luchs und seine Mutter, die in der Nähe stand, wachsam, aber nicht aggressiv. Ethan öffnete den Kofferraum und holte den Erste-Hilfe-Kasten heraus, der eine Schere, Bandagen und ein Notfallantiseptikum enthielt. Er blieb einige Sekunden stehen, holte tief Luft und näherte sich dann langsam, wobei er es vermied, plötzliche Geräusche zu machen, die den Luchs erschrecken könnten. Die Luchsmutter knurrte leise und verfolgte mit ihren Augen jeden Schritt des Mannes, als er auf ihr Kind zuging. Ethan beugte sich hinunter, seine Stimme war leise und sanft. »Es ist okay. Ich werde helfen, hab keine Angst.« Diese ruhige Stimme ließ die Luchsmutter mit dem Brüllen aufhören, sie atmete nur noch schwer und ließ die Ohren hängen. Als es seine Ruhe spürte, trat es ein paar Schritte zurück,
behielt ihn aber weiterhin mit einer Mischung aus Vorsicht und Vertrauen im Auge. Ethan kniete nieder und sah den Körper des Luchses, der in ein verheddertes Seil gewickelt und mit Staub bedeckt war. Er öffnete die Schachtel und schnitt vorsichtig jeden Draht durch, um das Fell und die weiche Haut des Tieres nicht zu beschädigen. Die Luchsmutter kam näher, neigte den Kopf, um zu beobachten, und wedelte mit den Ohren, als ob sie verstünde, dass der Mensch half. Eine Schnur riss, das Luchsjunge schnappte nach Luft und regte sich schwach, während Ethan ruhig weiterarbeitete. Jeder Schnitt war präzise und entschlossen, das Geräusch des Metalls, das auf den Draht traf, hallte leise in den stillen Bergen und Wäldern wieder. Ethan flüsterte, fast geschafft, Baby. Nur noch ein bisschen. Die Luchsmutter stand in der Nähe, ihre Augen glänzten vor Erwartung, ihre Nüstern zitterten, als würde sie jeden Atemzug ihres Jungen zählen. Schließlich wurde das letzte Seil durchgeschnitten, das Netz auseinandergerollt und das Luchsjunge keuchend auf die Straße gerollt. Ethan legte die Schere weg, hob das kleine Tier vorsichtig hoch und berührte mit der Hand seine Brust, um seine Atmung zu überprüfen. Der Herzschlag war schwach, aber gleichmäßig, genug, um ihm zu zeigen, dass er noch eine Überlebenschance hatte. Die Luchsmutter trat sofort vor, rieb ihren Kopf an ihrem Jungen und gab dabei ein leises, zitterndes Geräusch von sich, das zwischen Freude und Angst schwankte. Ethan saß still da, bewegte sich nicht viel und ließ Mutter und Kind sich sicher fühlen, bevor er fortfuhr. Er öffnete den Erste-Hilfe-Kasten, holte etwas Wasser heraus und desinfizierte leicht die kleinen Kratzer am Körper des Luchses. Die Luchsmutter beobachtete jede seiner Bewegungen und winselte gelegentlich leise, als wolle sie ihn daran erinnern, sanft zu sein. Ethan lächelte und flüsterte, es ist okay, ich möchte nur, dass es ihr wieder gut geht. Er holte 2 Plastikschalen aus dem Auto, schüttete sauberes Wasser und etwas Trockenfutter für Wildtiere hinein. Er stellte das Tablett an den Straßenrand, trat ein paar Schritte zurück und nickte der Luchsmutter leicht zu. Die Luchsmutter näherte sich, schnüffelte an der Wasserschale, leckte ein paar Tropfen und ermutigte dann ihr Baby, ebenfalls zu trinken. Das Luchsjunge war schüchtern, dann bückte es sich, um Wasser zu trinken. Seine Augen waren müde, leuchteten aber vor Leben. Das Nachmittagslicht fiel auf den Kiefernwald und spiegelte sich auf dem feuchten Asphalt und den Silhouetten 3 kleiner, schweigender Lebewesen. Ethan sah zu, und inmitten der Weite der Natur stieg ein warmes, unbeschreibliches Gefühl in seinem Herzen auf. In diesem Moment schien sich die Grenze zwischen Mensch und Wildnis aufzulösen und nur Verständnis und Freundlichkeit blieben übrig. Der Luchs stieß ein leises Dankesknurren aus und rieb dann vertrauensvoll seinen Kopf an der Brust seiner Mutter. Nachdem der Luchs wieder auf den Beinen war, räumte Ethan das alte Netz und den Müll in der Umgebung weg, um andere Tiere nicht zu verletzen. Er legte sie in den Kofferraum, reinigte seine Hände mit kühlem Waldwasser und drehte sich dann wieder um Mutter und Kind anzusehen. Die Luchsmutter hob den Kopf, ihre Augen waren voller aufrichtiger Dankbarkeit und nicht mehr so schüchtern wie zuvor. Ethan stand still, lächelte sanft und ließ den Wind durch das graubraune Haar des erfahrenen Rangers wehen. Das Luchsjunge drehte den Kopf, um ihn anzusehen, seine klaren Augen funkelten im orangeroten Sonnenuntergang auf den fernen Bergen. Mutter und Kind gingen den Hang hinauf, verschmolzen mit dem grünen Gras und ihre Schritte verklangen allmählich im tiefen Wald. Der Wind, der vom Berggipfel herabwehte, trug den Geruch von Kiefernharz und Erde mit sich, vermischt mit einem seltsamen Gefühl des Friedens. Ethan bückte sich, hob ein Luchsfell auf, das auf die Straße gefallen war, und steckte es als Souvenir in seine Tasche. Er startete den Wagen und blickte in den Rückspiegel, wo die beiden Luchse in den nebligen Bergen verschwunden waren. Die kurvenreiche Straße erstreckte sich vor unseren Augen, der Sonnenuntergang färbte den Wald rot und die Felsen blassgelb. Ethan lächelte, und in seinem Herzen stieg eine einfache Freude auf, die ihm sein Job nur selten bescherte. Er dachte sich, die Natur reagiert immer noch auf den Menschen, wenn wir wissen, wie wir ihr zuhören und ihr helfen können. Das Rauschen des Windes vermischte sich mit dem leisen Summen des Motors und trug ihn die Straße entlang, die zur Johoranga-Station führte. In der Ferne öffnete sich der Himmel, weiße Wolken zogen an den schneebedeckten Berggipfeln vorbei.
Ethan sagte leise zu sich selbst, ich hoffe, ihr beide seid in dieser wunderschönen Welt für immer in Sicherheit.